Willkommen zurück zu Test Drive mal wieder, dem einzigen Spiel, wo man aktuell als Spielsüchtiger rauskommt, weil man zu viel gegambelt hat für diesen beschmierten AMG. Ja, in diesem Video zeige ich euch heute einen kleinen Level-Glitch, könnte man so sagen. Eigentlich ist es gar kein Glitch, aber ja, ein ganz nettes Feature, was die da mal wieder an Bugs vorzuweisen haben. Und ja, wir gucken einmal kurz auf den AMG und den Lambo Sterato. Und ja, nachdem ich ins Koma gefallen bin und wieder wach wurde, stand plötzlich der AMG in meiner Bude. Und ja, es hat gedauert. Ich habe ungefähr 80 Stunden dieses Gerät laufen lassen, bis ich diesen AMG hatte. Und da hatte ich jetzt auch neulich einen Kommentar, der meinte, ach, dann kann ich ja jetzt in diesem Video meine Aussage quasi zurücknehmen, beziehungsweise widerlegen, dass die Wahrscheinlichkeit, diesen Wagen zu gewinnen, irgendwo bei 1% oder 0,1% ist. Nein, kann ich nicht zurücknehmen, weil wir vergessen mal nicht, dass ich 80 Stunden dafür gebraucht habe. Aber wahrscheinlich hat der Herr nicht verstanden, wie Casino-Automaten funktionieren. Es kann natürlich sein, dass du der Glückliche bist, der es innerhalb von einer Stunde schafft. Oder du bist halt die Bratze, die 20, 30, 40, 80 Stunden da leider leiden muss, bis sie den Wagen bekommt. Aber gut, schauen wir drauf. Ihr seht ja hier im Hintergrund schon so ein kleiner Grafikvergleich auch mit Forza Horizon. Der Wagen, ja, er sieht eigentlich ganz gut aus, aber ich glaube, das Interessanteste ist daneben dann der Sound und ja, grafisch kann man nichts gegen sagen, aber hören wir mal rein. Ja, das klingt doch schon ganz fein, der Wagen an sich. So, jetzt können wir natürlich nochmal ein bisschen Tuning reinknallen und dann können wir nochmal reinhören, ob sich der Sound großartig verändert. Ja, alle gestorben in dem Moment. Ja, der hört sich ein klein bisschen spitzer an, aber ansonsten ändert sich nicht so viel am Sound. Aber ja, auf jeden Fall eine Karre, die Spaß macht, die sich lohnt. Aber ja, den zu bekommen ist halt ultra lästig. Und ja, weiß ich nicht, ob man das so gutheißen möchte. Aber naja,
wenn man ihn hat, ist man froh, dass man ihn hat und dann kann man es auch sein lassen mit dem Gamblen, außer man ist halt abhängig geworden davon. Ja, dann haben wir noch den Offroad Lambo, den haben wir auch vor einer ganzen Weile in Horizon bekommen, jetzt auch in Test Drive. Ihr bekommt den ab Level 50 im Solar Pass und wie ihr den mit einem einzigen Rennen ein Level erweitern könnt, also ein Level pro Rennen, das werde ich euch gleich auch erklären, aber so an sich, ja, auch ziemlich detailreich. Ich sag mal so, das Autodesigning, die können das alles, auch die Grafik haben wir gerade beim AMG gesehen, sah alles toll aus, wird ja auch noch verbessert in Season 5. Das größte Problem sind wirklich teilweise ein paar Shader und halt auch die Spiegelung auf den Autos, genau wie das Wasser und so weiter, das wird ja alles überarbeitet. Eventuell könnte Test Drive noch ein richtiges Juwel werden. Es ist ja potenziell gesehen jetzt schon ziemlich stabil, das Game. Was die Optik angeht, wie gesagt, jetzt sind so kleine technische Probleme wie die Spiegelung und so weiter, die das Ganze dann irgendwie, ja, nicht einheitlich aussehen lassen, was dem Ganzen dann irgendwie die Immersion nimmt und so weiter. Aber es gibt halt auch diese Momente, wo es einfach sehr gut aussieht. Und ja, hören wir auch mal hier rein, denn hier haben die nicht einfach Copy-Paste gemacht bei dem Sound, wie gewisse andere große Open-World-Racer, sondern haben sich wirklich die Mühe gemacht, dem Wagen einen einzigartigen Sound zu verpassen. Ja, ich finde den Sound eigentlich auch ganz cool, vor allem auch wenn man mit anderen Spielern damit rumgurkt, klingt da ziemlich krass. Ich meine, gut, wir haben festgestellt, es gibt leider noch einen Bug mit dem Sound bei anderen Spielern, die hört man meist immer nur irgendwie im Drehzahlbegrenzer oder die haben irgendwie 5000 Gänge wie in Fast and Furious. Ne, dann hörst du die ganze Zeit so, aber wirklich die ganze Zeit. Also da müssten sie da vielleicht ein bisschen dran arbeiten, wie man den Sound von anderen Fahrzeugen hört. Mal geht's gut, mal nicht so. Vor allem beim Highspeed ist das halt so ein Problem, wenn man richtig Knallgas gibt. Aber ja. Ja, kommen wir zu der interessanten Sache, und zwar wie ihr den Solar Pass ruckzuck leveln könnt. Die Sache ist, es wird leider nicht bei jedem funktionieren. Test Drive ist halt so ein besonderes Game. Die einen haben Bugs, die anderen nicht, und es ist immer eine ganz komische Geschichte. Auf jeden Fall gibt es momentan Probleme auf Ibiza, dass manche halt überhaupt nicht leveln können. Und ja, ich habe euch das Ganze mal so ein bisschen beschrieben hier. Also, stellt euch vor, das ist euer Level. Ihr fahrt ein Rennen auf Ibiza und bekommt dafür EP. Das ist der grüne Balken. Bumm, ganz normal. Jetzt haben wir das Problem, dass Ibiza eure Fortschritte wieder löscht. Wenn ihr also das nächste Rennen fahrt, fängt der Balken wieder da vorne an. Aber, jetzt kommt der Clou, den ich zufällig herausgefunden habe. Wenn euer Balken schon fast voll ist und ihr quasi das nächste Level mit dem nächsten Rennen erreicht, ja, dann passiert das auch. Ja, ihr bekommt eure EP, bekommt euer Level, aber das Spiel setzt den dann instant wieder zurück, den Balken, aber nicht das Level. Das bedeutet, ihr kommt von Level, keine Ahnung, 48 auf 49, ja, und seid direkt wieder am Ende vom Level 49. Wenn ihr dann das nächste Rennen gefahren seid, seid ihr direkt Level 50, ja. Ihr müsst also quasi auf Hong Kong Island einfach euren Balken so weit füllen, dass ihr wirklich nur noch ein Rennen braucht auf Ibiza, um das nächste Level zu erreichen. Und ja, dann geht ihr halt auf Ibiza, macht das und könnt dann pro Rennen ein Level machen. Ja, also, kurz gefasst, es ist noch nicht mal ein Glitch oder so. Es ist einfach ein Fehler mal wieder, der sich eingeschlichen hat. Und ja,
kann man kein Übel nehmen, wenn man das ein bisschen für sich nutzt. Immerhin dauert der Solar Pass immer noch eine halbe Ewigkeit zum Leveln. Ja, also wie gesagt, ihr macht euren Balken fast voll, ja, bis da nur noch so ein Stückchen fehlt auf Hong Kong Island. Geht dann rüber nach Ibiza, fahrt ein Rennen und wenn ihr Glück habt, habt ihr den Bug, dass der wirklich immer wieder den Balken zurücksetzt und ihr einfach pro Rennen ein Level macht. Probiert es einfach mal aus. Was kann groß passieren, außer dass es nicht funktioniert. Und ja, das ist schon der ganze Trick dahinter. Easy peasy lemon squeezy. Mal eben den Solar Pass gelevelt. Warum auch nicht? Ich habe es leider ein bisschen spät festgestellt. Habe da nur noch ein paar Levelchen machen können, um Zeit zu sparen. Aber ja, gut. Das war einfach die Belohnung dafür, dass ich 80 Stunden Strom verschwendet habe, indem der Rechner die ganze Zeit am Gambeln war. Ja, wundervoll. Wir waren auch noch auf Ibiza ein bisschen on Tour, in einem anderen Bereich out of map und auch da ist es vieles an Straßen hinzugekommen. Auch diese Straße hier mit diesen komischen Parkstreifen oder Fahrradweg, was auch immer, auf jeden Fall diese blauen Streifen. Und ja, es ist sehr viel noch an Straßen dazugekommen und verbunden worden, also das zeichnet sich grob ab, wie groß die Map-Erweiterung eines Tages wird. Das ist schon etwas, worauf man sich echt freuen kann. Da werden wir aber nochmal ein extra Video machen, weil da werde ich auch nochmal in TDU 2 dann reingehen, um ein paar Vergleiche zu machen und so weiter. Könnte ganz interessant werden, das wollte ich jetzt nicht noch hier in das Video reinquetschen. Und ja, das war's dann. Schreibt mir gerne in die Kommentare, ob der Bug bei euch funktioniert. Glitchen will ich jetzt gar nicht nennen. Und wie findet ihr den AMG? Zumindest habt ihr, ja, ich weiß nicht, habt ihr ihn schon, wenn nicht, drücke ich euch natürlich die Daumen. Aber ich finde, vom Sound her ist er okay und ja, cool. Ja, klar, ist blöd, dass das so lange dauert, den zu bekommen. Ne, also 80 Stunden ist schon ein bisschen krass gewesen jetzt. Aber an sich hat es sich aber trotzdem gelohnt. Dann bin ich raus an der Stelle. Lasst gerne ein Like da, um den Kanal zu supporten. Abonnieren nicht vergessen, um nichts mehr zu verpassen. Und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.